Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. In meinem heutigen Video fasse ich mehrere Spielwelten zusammen. Motorsport, Filmteam, Tankstelle und Werkstatt. Ich beginne beim Motorsport mit den Motorrädern. Im Herbst 1976 ist eine Zubehörpackung mit 3 farbigen Motorrädern und 3 Motorradhelmen herausgekommen, gleichzeitig mit den Polizeimotorrädern. Figuren waren keine dabei, ich habe sie hinzugefügt und im Stil der damaligen Motorradfahrer eingekleidet. Die alten klassischen Motorräder hatten die typische nach oben gebogene Lenkstange, ihre breiten Plastikreifen, den schön verchromten Motorblock mit den 2 Auspuffen, Benzintank am Gepäckträger, Seitentaschen aufgesteckt und zu jedem Motorrad gehörte auch ein Ständer. Dieser war nicht unbedingt notwendig, denn die Motorräder konnten sehr gut auch alleine ohne Ständer stehen. Man konnte sie sogar auf den eigenen Ständern seitlich abstellen. Nicht täuschen lassen darf man sich von den Polizeisternen. Am Aufkleberbogen mit den 4 Kennzeichen waren nämlich 8 Polizeisterne vorhanden, die von den Kindern gerne als Verzierung aufgeklebt wurden. Im Sommer 1978 kam ein Color-Set mit 3 weißen Motorrädern heraus, mit weißen Ständern. Es waren 4 Figuren dabei, darunter eine Frau. Das Set sollte eine Motorradgang darstellen, man kennt das an den weißen Halsketten. Ich habe hier einen Motorradclub nachgestellt. Die Figuren haben auf ihren schwarzen Lederwesten am Rücken eine Piratenflagge aufgeklebt. Das sollte das Zeichen des Motorradclubs darstellen. 1982 bekamen die Figuren Drehhände und die Motorräder wurden mit geraden Lenkstangen erneuert. Die Motorräder bekamen Gummireifen, Motor und Auspuffe waren normal grau, es gab einen Ständer zum Klappen. Lenkstange und Scheinwerfer waren aufgesteckt, auf dem Scheinwerfer steckte eine Windschutzscheibe. Am Gepäckträger konnte man wahlweise die Startnummer oder Seitentaschen aufstecken. Der Motorradfahrer hat einen neuen Helm mit einem längeren Schild. 2 von diesen neuen Motorrädern in blauer und in gelber Farbe kamen 1984 in das Motorradrennteam mit dem roten Geländewagen und dem Motorradanhänger. Es handelt sich um den grünen Safari-Geländewagen von 1981 in roter Farbe mit den Rädern zu wechseln, auch am Anhänger. Beim Zubehör waren auch Wechselräder für die Motorräder dabei. Der Anhänger hatte Platz für 2 Motorräder, die konnten über die Rampe mit der Heckklappe aufgeladen werden. Vorn waren 2 Radkeile eingesteckt und an der Deichsel gab es ein Stützrad. 1987 kam ein neues Geländemotorrad dazu, ein schönes Motorrad mit stark profilierten Reifen, mit Handschutz, höher gestellt mit angedeuteter Federung, mit einem höheren Ständer und am Gepäckträger konnte man keine Startnummer mehr aufstecken, diese war schon fix aufgeklebt. Der Fahrer mit einem neuen Helm, mit einem aufgesteckten Schild und mit einem Körperschutz. 2 von diesen neuen Geländemotorrädern in roter und gelber Farbe kamen 1988 in das erneuerte Motorradsportset. Der Geländewagen wurde erneuert mit neuer Lenkstange, mit großem Bullenfänger, mit einem Überrollbügel mit Scheinwerfern und er bekam dicke Breitreifen, die am Geländewagen ebenfalls zu wechseln waren. Am Anhänger konnte man die Räder nicht mehr wechseln.
Der neue Motorradanhänger hatte Platz für 3 Motorräder. Er hatte Doppelachsen, eine längere Rampe, die man mit 2 Haltern links und rechts befestigen konnte, die bei mir hier leider abgebrochen sind. Vorne 2 graue Radkeile, eine Werkzeugkiste zum Aufklappen und ein Stützrad an der Deichsel. Es war hier weniger Zubehör enthalten, es war nicht einmal eine Werkzeugkiste dabei. In der zweiten Ausgabe von 88 waren alte Figuren. Das Set wurde dann im Jahr 1993 zum 3. Mal erneuert mit neuen Figuren mit ausgeformten Stiefeln. Das nächste neue Motorrad gab es im Jahr 1988, ein schönes neues Rennmotorrad, rundum verkleidet. Der Motorradfahrer einen neuen Helm mit Visier. Im Jahr 1994 gab es das Set Motorradrennen mit 2 von diesen neuen Rennmotorrädern. Die Verpackung war unscheinbar, aber der Inhalt war großartig. Neben den 2 Motorrädern mit Fahrern gab es noch eine Absperrung mit 3 Flaggen. Am Aufkleberbogen waren 8 verschiedene Aufkleber für Nationalitätenflaggen. Der schwarze Fahrer hat schon das Ziel erreicht. Er hat seinen Helm mit der Schildmütze ausgetauscht und er steht auf dem Siegerpodest, das auch in dieser Packung enthalten war. Er hält einen silbernen Pokal in der Hand. Ich hätte ihm auch gerne einen goldenen Pokal überreicht. Dafür hat er einen goldenen Siegerkranz mit einer Champion-Schleife und eine große Magnumflasche Sekt. Der zweite Motorradfahrer aus dieser Packung, der neongelbe, ist noch unterwegs. Er wird sicher bald ins Ziel kommen. Gefilmt wird mein Motorradrennen vom Filmteam aus dem Jahr 96 auf einem umgebauten Polizeimotorrad von 87. Am hinteren Aufbau gibt es einen Sitz aus den Rettungswagen von 85. Der Kameramann hat einen Helm von einem Hubschrauberpiloten und hält in der Hand eine Videokamera. Dieses Filmteam gehört natürlich nicht zum Motorradrennen, es wäre viel zu langsam, sondern zum Fahrradrennen von 96. Für mich ist dieses Filmmotorrad eine Überleitung zu den Filmsets aus dem Jahr 1979. Es sind 3 Filmsets herausgekommen. Das kleinste ist die Reporterin und der Kameramann mit einer großen Studiokamera. Die Fernsehkamera kennen wir aus den 80er Jahren vom Kamerakind von 1, 2 oder 3. Der Kameramann hat eine Schildmütze mit Kopfhörern. Er hat einen Übertragungsrucksack mit einer kleinen weißen Antenne eingesteckt. Die Reporterin mit ihrer Mütze und ihren Schuhen hat ein Tonaufnahmegerät umgehängt, in der Hand ein Mikrofon, das man am Gerät in die Halterung einstecken kann. Diese Teile waren auch im großen Filmstudio-Set enthalten. Dieses Set hatte 5 Figuren, 3 Filmmitarbeiter, ein Regisseur. Die Regisseurfigur war gleichzeitig in mehreren Motorsportpackungen als Rennleiter enthalten. Das ist eine Gemeinsamkeit. Die 5. Figur war als Schauspieler ein Clown. Das war 79 der erste Clown mit aufgedrucktem, geschminktem Gesicht. Von der Studioeinrichtung haben wir 4 Ständer mit 2 Scheinwerfern, Fernsehkamera und Galgenmikrofon. Alle diese Geräte werden mit einer Autobatterie betrieben und sind mit Schläuche angeschlossen. Es gibt eine kleine Schlauchrolle, die auch beim Presslufthammer enthalten war.
Die Schläuche gehen auf einen Verteiler mit 4 Anschlüssen. Obwohl die Schläuche innen hohl sind, sind sie doch relativ unflexibel und es ist nicht einfach, das Studio so aufzubauen. Von den Kleinteilen hält der Kameramann mit dem Übertragungsrucksack eine Handfilmkamera. Die war 79 das erste Mal vorhanden und kam dann 80 auch in die Safari-Sets. Die Filmmitarbeiterin hält die Klappe in der Hand und hat ein Tonaufnahmegerät mit eingestecktem Mikrofon umgehängt. Das dritte Filmset von 79 war der Filmbus, der Übertragungswagen. Es war ein umgebauter Krankenwagen von 1977. Statt den Blaulichtern hatte er das Schild aufgesteckt. Im Dachfenster steckte eine Hebebühne. Diese konnte man mit einer Parallelverstellung heben und senken und konnte sie rundum drehen. Vorn hatte die Hebebühne einen Stecker und dort passte ganz genau die Studiokamera hinein, die Fernsehkamera. Es waren 2 Figuren dabei, der Kameramann mit der kleinen Kamera und eine Frau. Vom Zubehör, neben dem normalen Autozubehör, war noch eine Autobatterie dabei. Die Inneneinrichtung war vorn die normale Führerkabine und hinten haben wir 2 Bereiche. Im hinteren Bereich links und rechts Ablagen für die Geräte und vorn gibt es links und rechts 2 Sitze mit Schnittpulten, wo man die aufgenommenen Filme bearbeiten kann. Die hintere Einstiegsklappe kann man natürlich öffnen. Dieser Übertragungswagen wurde im Jahr 1984 erneuert. Nach 5 Jahren lief nämlich das Filmstudio aus und die Studiokamera, Galgenmikrofon und Scheinwerfer kamen gemeinsam mit 2 neuen Figuren, gelbem Regisseur und gelber Reporterin, zum neuen Übertragungswagenset von 84 dazu. Das neue Übertragungswagenset kann man an einer dickeren, gerundeteren Schrift erkennen. Nach diesen Filmsets fahren wir mit dem Motorsport-Thema fort. Zuerst schauen wir uns den Doppeldecker vom Herbst 1977 an. Ein schöner Doppeldecker mit einem großen Propeller. Er hatte vorn schöne große Räder und hinten ein kleines Stützrad, dasselbe Rad, das auch auf den Handwagen verwendet wird. Es gibt hinten Handgriffe, um das Sportflugzeug zu halten, hinten noch einen Anhänger. Im Gepäcksfach ist ein Erste-Hilfe-Koffer. Wir haben 2 Sitzplätze mit vorn einem Steuerklümpel für den Piloten, hinten einen Beifahrersitz und links und rechts 2 Stecker für die Funkgeräte. Die rote Pilotin und der blaue Co-Pilot haben den neuen Motorradhelm mit Visier. Die dritte Figur ist ein Shell-Tankwart in gelber Farbe. Es ist noch ein großer Feuerlöscher auf Handwagen und ein kleiner Feuerlöscher dabei. 1979 kam als Rennsportset das Rennboot heraus mit 4 Figuren, 2 Mechaniker. Hier ist auch der Tankwagen dabei mit der Marke Texaco. Das ganze Rennzubehör, Rennleiter ausnahmsweise in weißer Farbe. Das schnittige Rennboot hat ein Lenkrad, die Außenbordmotoren, einen doppelten Motor, den man aufheben, ablassen und lenken kann. Der Fahrer mit einem Motorradhelm mit Visier und Schwimmweste. Das Ganze auf einem schönen Anhänger für den PKW oder später für den Geländewagen mit einem Stützrad, mit Plastikreifen und Kotflügel, links und rechts Radkeile
und hinten das Kennzeichen und die Warnleuchten kann man abnehmen. Dann kann man den ganzen Anhänger kippen und mit der Seilwinde, da ist eine Kurbel, da kann man das Boot vorbildgerecht aufrollen, ins Wasser lassen. Dieses Rennboot schaut unscheinbar aus, aber es wurde zweimal erneuert. 1986 in blauer Farbe in einer Packung mit einem blauen Geländewagen und 2001 mit einem grünen Geländewagen. Jetzt kommen wir zum Autosport und beginnen mit den Go-Karts. 1979 gab es 2 Go-Kart-Sets, eine große Packung mit 2 Go-Karts und 4 Figuren. Ein Mechaniker muss die Funktion des Rennleiters übernehmen. Die Go-Karts waren kleine, nette Fahrzeuge. Vorn kleine Reifen, hinten große Reifen auf einer Metallachse, ein großes Lenkrad, einen Sitz für eine erwachsene Figur, Überrollbügel und einen Auspuff. Neben dem großen Set gab es auch ein Einzelset mit einem roten Go-Kart. Hier hat die Figur einen Kragen und Manschetten. Die Startnummer konnte man aus dem Aufkleberbogen natürlich beliebig auswählen. Der Rennwagen 1979 war das erste Set mit den Wechselreifen. Es gab extra einen Wagenheber, der speziell für den Rennwagen gemacht wurde, und mit dem Werkzeug konnte man die Radmuttern abheben und den Reifen wechseln. Vorne kleine Reifen, hinten große Reifen, ein schöner Rennwagen der Hypercar-Klasse aus den 70er Jahren, am Steuer der Fahrer mit einem ganz besonderen Helm mit Visier. Man kann den Überrollbügel abnehmen und dann kann man die Motorhaube öffnen und man kann den großen 8-Zylinder-Motor herausnehmen für eine Reparatur. Es waren 4 Figuren enthalten, 2 Mechaniker und der Rennleiter, der Regisseur mit seinem grauen Sprachrohr mit der Zielflagge. Der Rennwagen wurde erneuert im Jahr 1987 in roter Farbe. Hier sehen wir auch die Seitenspiegel, die mir bei dieser ersten Ausgabe in Chromfarbe fehlen. Und im Jahr 92 wurde der Rennwagen nochmal in Weiß herausgegeben. Ich habe hier eine Tribüne aufgebaut in einer Kurve der Rennstrecke. 1994 wechseln wir zur Formel 1. Wir haben hier einen wunderschönen gelben Formel-1-Wagen, ebenso wieder mit Reifen zum Wechseln, aber mit einer weicheren Gummibereifung. Hier ist ein Spritzrahmen mit 6 Radmuttern. Wir haben hier wieder die Seitenspiegel. Der Fahrer fehlt mir. Dafür ist hier der Techniker enthalten. Man kann hinten die Verdeckung abnehmen und hat dann Zugriff auf den Motor. Dieser Formel-1-Wagen wurde dann 1997 in roter Farbe erneuert. Zum Formel-1-Wagen gehört auch dieser Werkstattwagen, ebenfalls von 1994. Es ist ein umgebauter Krankenwagen von 1985 mit einem schönen Aufbau, eine Tribüne als Aufbau. Es sind 2 Mechaniker dabei und sehr viel Zubehör. Das Zubehör kann man einladen. Wir haben hier zum Beispiel den Werkstattwagen, den wir dann auch später bei der Tankstelle sehen werden. Sehr viel neues Werkzeug, Werkzeugkisten, Böcke, Rampen, Wartungsliegen, Wagenheber.
Die Inneneinrichtung dieses Werkstattwagens ist eine wunderbare, realistische Werkstatt mit großer Werkbank, mit Regalen links und rechts und am Boden die Vertiefungen, damit die verschiedenen Geräte bei der Fahrt nicht verrutschen. Das letzte Autosportthema sind die Rallye-Autos. Das erste Rallye-Auto kam erst 1980 heraus. Es war ein PKW von 77, aber mit einer Karosserie der zweiten Generation. Vorne ein schöner Frontspoiler aufgesetzt statt der Stoßstange mit zwei großen Scheinwerfern. Die Karosserie hat vorn eine Vertiefung bekommen, wo man den Frontspoiler einhängen kann. Auf der Hinterseite erkennt man die zweite Generation der Karosserie. Es ist immer noch dieses kleine Loch auf der rechten Seite und es fehlt der Halter für die Funkantenne. Die Funkantenne wurde auf die Halter der Stoßstangen eingesetzt, genauso wie der Rückfahrscheinwerfer. Innen drinnen hat die Karosserie einen Halter für die Hutablage und Stecker für die Überrollbügel. Hier fehlen mir die Bügel. Bei der Hutablage gibt es Halter für die Autobatterie und einen Halter für den Werkzeugkasten, die man hier einsetzen kann. Das Dach ist ein normales Autodach mit einem Gepäcksträger, auf dem man die Benzinkanister transportieren kann. Es war auch ein Wagenheber dabei, obwohl man die Reifen nicht wechseln kann. Besonders zu erwähnen sind die Figuren. Es sind zwei Figuren dabei. Neben der gelben Figur haben wir auch eine orange Pastellfigur. Ende 70, Anfang 80 waren ja alle Figuren nur in Grundfarben. Diese orange Pastellfigur des Rallye-Fahrers war eine große Ausnahme. Das Rallye-Auto wurde dann erneuert in weißer Farbe im Jahr 1993 und bekam eine schöne Bedruckung und ein neues Dach ohne Halter. Das Dach war glatt und nicht rau. Hier sehen wir auf der Hinterseite die dritte Generation der Karosserie mit dem Halter für die Funkantenne, aber diese Karosserie ist bereits die vierte Generation, erkennbar an den Fußstützen vorne beim Beifahrer. Es waren zwei Figuren dabei mit Motorradhelmen. Das Interessante an den Helmen, es scheint kein Visier dabei gewesen zu sein. Auch auf der Verpackung ist nirgends ein Visier abgebildet. Das letzte Rennsportset ist der Renntruck von 1994. Die Basis ist der Sattelschlepper von 86, ohne Bullenfänger, ohne Spoiler. Er hat hier eine schöne neue Verkleidung, ein Steinspritzgitter in den Seitenfenstern, ein glattes Dach. Die Kabine kann man natürlich kippen, um den Motor zu reparieren, und es ist ein Fahrer dabei, der auch schon einen Pokal gewonnen hat, und er hat den Motorradhelm mit Visier. Nach dem Rennsportthema kommen wir jetzt zu den Tankstellen. Ich habe nicht alle Tankstellen, aber ich möchte euch 3 verschiedene Typen vorstellen. Wir beginnen bei der Esso-Tankstelle. Es gab 2 Varianten, 81 und 84. Die älteste Variante von 81 hatte kein Fahrzeug dabei. Ich habe das Auto hier nur zur Dekoration dazugestellt. Die erste Tankstelle von 81 hatte das typische runde Schild an der Einfahrt mit den 3 Flaggen und mit den Verkehrskegeln, auf denen noch ein runder Reifen
aufgesteckt war. Dieses Schild ist lose und kommt auch in der zweiten Variante der Tankstelle vor. Das Dach der Zapfsäulen hat eine breite Säule und eine breite Zwischendecke. Am Dach sind noch auf beiden Seiten 2 Schilder mit Selbstbedienung aufgehängt. Daneben gibt es noch eine Dieselzapfsäule und sehr viel Zubehör. Die fahrbare Zapfsäule für das Zweitaktgemisch, den Ständer mit 5 Reifen beim Geländewagen zu Wechsel, den Werkzeugwagen und was nicht auf der Verpackung abgebildet war, es waren auch noch 2 Rampen und eine Wartungsliege enthalten. Diese Tankstelle von 81 wurde dann 85 erneuert. Es kam ein gelber Geländewagen dazu und ein rotes Motorrad. Das Schild war viereckig und nicht mehr rund. Ich habe diese Ausgabe hier in der Form der Shell-Tankstelle von 1991. Wir sehen, dass die Zapfsäulen eine schmalere Säule haben mit einem schmaleren Zwischenschild. Wir sehen hier die ganzen Zubehörteile aufgehängt, Mülleimer, Ventil für den Druckluftbehälter, ein Schild und einen Halter für den Feuerlöscher. Es gibt dann auch noch diesen Halter für den Scheibenwischkübel und für die Wasserkanne. Das Tankstellenschild ist viereckig und die Grundplatte hat eine neue Form mit Blumenbeeten. Die Dieselzapfsäule ist unverändert, ebenso die Reifenhalter und der Werkzeugwagen. Es sind 4 Figuren dabei. Bei der zweiten Ausgabe der Shell-Tankstelle waren 3 Shell-Mitarbeiter, 5 Figuren, 3 Shell-Mitarbeiter, ein Fahrer vom Geländewagen mit weißem Cowboy-Hut und ein Motorradfahrer mit einem kleinen gelben Helm. Bei der Neuausgabe ist ein Mitarbeiter der Tankstelle mit der Beifahrerin vom Geländewagen ausgetauscht worden. Ein Wort noch zu den Figuren. Bei der Shell-Tankstelle haben wir Shell-Figuren in rot-blauer Farbe. Das sind eigentlich die alten Esso-Figuren mit neuem Shell-Aufkleber. Die Shell-Tankstelle wurde im Jahr 1998 ins System X umgebaut. Es war eine sehr große Tankstelle, die ich nicht habe. Ich habe hier nur die zweite System X-Tankstelle, die kleine Tankstelle von 1991. Grundplatte in System X, ebenso die Säule. Das Dach waren 2 zusammengesteckte Rahmen. An den Außenseitern waren Schilder angebracht mit Aufkleber und das Dach waren pyramidenförmige Glasteile. Neue Zapfsäulen in moderner Form und an der Mittelsäule haben wir wieder Halter für Müllkübel, Scheibenwischkübel, Feuerlöscher und auch das Ventil hängt hier, wo man den Reifendruckprüfer aufhängen kann. Eine Figur war dabei und das war die erste Tankstelle ohne Marke, nur mit Marke S. Zu dieser Tankstellenserie von 2001 gehörte auch die wunderbare Raststätte. Die Raststätte war auch in System X auf einer großen Grundplatte gebaut. Wir sehen hier den Imbissschalter, Registrierkasse, Kaffeemaschine, Regal und den Mitarbeiter. Das Kind bekommt gerade Pommes. Draußen unter der Hecke eine Sitzgelegenheit. Die dritte Figur war eine Frau, die dabei war. Wir sehen hier die Telefonzelle und eine Hecke mit einem Parkplatz und einer Straßenlampe.
Wir können kurz noch hinten hineinschauen. Es ist nämlich in jeder Raststätte auch ein WC, sehr wichtig, das hier auch ganz gut eingerichtet ist. Hier nochmal ein kleiner Blick in den Imbiss. Die Autos habe ich hier nur als Dekoration hergestellt. Den kleinen Smart von 99, Sportwagen Neuausgabe von 93 und auch das Familienauto von 93. Zum Schluss des Videos noch einen kurzen Blick auf die Werkstatt. Hier haben wir die Autowerkstatt von 1994 mit einer schönen großen Hebebühne, mit der man das Auto aufheben kann zur Reparatur. Ein kleines Cabrio. Es ist viel Werkzeug dabei, darunter auch ein neues Gerät zur Scheinwerferprüfung, 3 Figuren, neben dem Mechaniker noch eine Frau und ein Kind. Im Jahr 2007 gab es das Tuning-Set. 2 Tuning-Profis können das schöne Sportauto mit sehr vielen Zubehörteilen, Spoiler, Seitenabdeckungen, Felgen ausbauen. Ganz zum Schluss des Videos noch einen kurzen Blick auf ein Display, das ich hier habe. Es stammt aus dem Jahr 2019. Es wurde damals die Tankstelle wieder neu herausgebracht und auch diese Autowerkstätte, die hier in diesem Kaufhaus-Display aufgebaut ist. Wir haben wieder dieselbe Hebebühne von 94, ein System X-Gebäude mit nur 2 Seitenteilen mit einem großen Garagentor und auf der Drehscheibe haben wir ein Motorrad bei der Reparatur. Das sind so die Displays in den Kaufhäusern auf den Regalen, betrieben mit 4,5 Volt, entweder mit einem Batteriesatz oder mit einem Transformator. Mit diesen Bildern möchte ich mich heute von euch verabschieden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende. Beim nächsten Video möchte ich gern ganz unpassend für die Jahreszeit mit dem Wintersport weitermachen. Es ist nämlich das letzte Thema aus den 70er Jahren, das mir noch fehlt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.